Heute möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie in SAP S/4HANA mit unserem SAP-Stammdatentool FIS-MPM einen Geschäftspartner schnell und effizient anlegen können. Das Anlegen eines Geschäftspartners in SAP ist normalerweise sehr umfangreich und langwierig. Mit unserer Stammdatenlösung kann bei der Neuanlage von Kunden bzw. Lieferanten ein Großteil der zu pflegenden Felder mit Hilfe von Regeln automatisch vorbelegt werden. Dadurch wird der manuelle Pflegeaufwand stark reduziert. Um einen neuen Geschäftspartner anzulegen, starten wir zuerst die Applikation FIS-MPM Geschäftspartner anlegen. Es öffnet sich ein Webformular, in dem wir den Namen, die Adresse und gegebenenfalls vorhandene Kommunikationsdaten des Geschäftspartners erfassen. In unserem Beispiel besteht zwischen dem Geschäftspartner und uns eine Kundenbeziehung. Dies kennzeichnen wir, indem wir den Haken bei Kunde setzen. Nun ordnen wir den Kunden noch einer bestehenden Konzernstruktur zu. Nach Eingabe der Daten in das Webformular führen wir die FIS-MPM-Dublettenprüfung aus. Auf diese Weise wird die Anlage doppelter Datensätze vermieden. Hierzu drücken wir auf den entsprechenden Button im Webformular. Es öffnet sich ein neues Fenster, welches uns auf den bereits bestehenden Kundenstammdatensatz hinweist. Hier ist auch die SAP-Kundennummer zu sehen. Da wir jetzt wissen, dass der Kunde bereits vorhanden ist, brechen wir in unserem Beispiel den Anlageprozess ab und beginnen mit der Erfassung eines weiteren Kunden. Nach Ausfüllen des Webformulars und erfolgreicher Dublettenprüfung speichern wir die erfassten Daten durch Klicken auf den Button Genehmigen. Danach wird der individuelle Pflege-Workflow gestartet. In unserem Workflow sind unterschiedliche Aufgaben für die einzelnen Fachbereiche Vertrieb und Buchhaltung definiert. Jeder Fachbereich, dem eine Aufgabe aus diesem Workflow zugeordnet ist, erhält in seiner Inbox eine entsprechende Aufgabe. Dazu rufen wir die Applikation Meine Inbox auf. Hier sehen wir die jeweiligen Workflow-Schritte mit ihrer automatisiert erstellten Gruppierungsnummer, in unserem Beispiel die 276. Außerdem wird angezeigt, welche Aufgaben der jeweilige Bearbeiter zu pflegen hat. Dabei wählen wir als Sachbearbeiter die entsprechende Aufgabe aus. In unserem Fall überprüfen wir die eingegebenen Daten auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Dies bestätigen wir mit der Schaltfläche Speichern und Work-Item beenden. Wir aktualisieren den Workflow in unserer Inbox und sehen, dass die erste Freigabeaufgabe abgearbeitet ist. Im nächsten Workflow-Schritt ist nun der Fachbereich Buchhaltung aufgefordert, seinerseits den Datensatz mit buchhalterischen Daten aufzuarbeiten. Dazu wählt der Bearbeiter den Workflow-Schritt Pflege-Buchhaltungsdaten aus und öffnet die entsprechende Aufgabe. Im nächsten Schritt wird eine Zuordnung zu einem Buchungskreis durchgeführt und die Zahlungsbedingungen gepflegt. Mit FIS-MPM haben wir die Möglichkeit, in einer Maske unterschiedliche Eingaben und Werte zu erfassen, in unserem Beispiel abweichende Zahlungsbedingungen. Durch die komfortable Ansicht der Eingabemaske können wir mit einem Klick den Buchungskreis wechseln. Dadurch ersparen wir uns Zeit im Pflegevorgang. Mit Speichern und Beenden wird der Datensatz gesichert. Die Aufgabe des Workflow-Schrittes ist damit erledigt. Wir aktualisieren den Workflow und starten den nächsten Schritt Kontrolle Geschäftspartner. Hierbei haben wir auch die Möglichkeit, uns das Protokoll des Workflows anzeigen zu lassen. Dort wird jeder Schritt des Workflows dokumentiert. So sehen wir, wer welche Eingaben getätigt oder freigegeben hat. Abschließend gelangen wir in den finalen Freigabeschritt des gesamten Workflows. Hier können nochmals alle getätigten Eingaben überprüft und falls notwendig bearbeitet werden. Zur Erinnerung: Wir haben zuvor im Workflow-Schritt Pflege-Buchhaltungsdaten eine abweichende Zahlungsbedingung erfasst. In den Buchungskreisdaten sehen wir nun, dass diese Änderung übernommen wurde. Mit dem Button Work-Item beenden wird der Stammsatz aus dem FIS-MPM-Arbeitsvorrat freigegeben und verarbeitet. Erst jetzt steht der Geschäftspartner in den SAP-Transaktionen zur Verfügung. Um die erfolgreiche Verarbeitung zu zeigen, starten wir die Applikation FIS-MPM Geschäftspartner Arbeitsvorrat verwalten.
Den gerade angelegten Stammsatz suchen wir mit der dazugehörigen Gruppierungsnummer. Im Arbeitsvorrat ist die erfolgreiche Verarbeitung der Daten über das grüne Icon zu erkennen. In diesem Bereich werden alle Daten angezeigt, die entweder durch das Webformular erfasst oder durch Regeln automatisch hinzugefügt wurden. Hier sehen wir auch die durch SAP intern vergebene Nummer des Geschäftspartners. Über einen Doppelklick kann direkt der Absprung in die SAP-Transaktion erfolgen. Sie haben gesehen, wie Sie mit unserem Stammdatentool FIS-MPM einen Geschäftspartner schnell und effizient anlegen können. Automatisierte Regeln und eine gesteuerte Workflow-Struktur helfen, die Datenqualität signifikant zu steigern, während gleichzeitig der manuelle Aufwand und interne Abstimmungen verringert werden.